Zwei wunderbare Wandergipfel sorgen bei verschneiten Verhältnissen für grandiose Panoramamomente in den Sextner Dolomiten, inklusive 13-Blick. Willkommen bei Gipfelschluck. Los geht's. Unsere Wanderung auf die Strudelköpfe und den Dürrenstein beginnt an der Plätzwiese, einem Hochplateau am Südende des Pragser Tals. Über Nacht hat es zum Zeitpunkt der Wanderung Anfang Oktober etwas geschneit, gut 10 cm. Aufgrund der Unsicherheit über die Wegeverhältnisse entscheiden wir uns daher zunächst für das moderatere Gipfelziel der Strudelköpfe. Ein altes Festungswerk und die daneben befindliche Dürrensteinhütte erreichen wir nach einer guten halben Stunde Gehzeit auf breitem Wege ohne größere Höhenunterschiede. Ab hier geht es auf einem kleinen Pfad weiter, mit dem wir schnell an Höhe gewinnen und auf dem es sich trotz den verschneiten Verhältnissen noch gut gehen lässt. Mit etwa 150 gewonnenen Höhenmetern ab der Dürrensteinhütte erreichen wir im offenen Gelände die Wegekreuzung der Strudelkopfscharte auf 2200 Metern. Ab hier geht es nun auf wieder breiterem Wege noch auf die restlichen 100 Höhenmeter bis zum Gipfelkreuz der Strudelköpfe. Und damit erreichen wir auch nach 1,5 Stunden Gehzeit das sogenannte Heimkehrerkreuz, das Gipfelkreuz auf dem höchsten der 3 Strudelköpfe, 2307 Meter hoch. Mit den nur 1,5 Stunden Gehzeit bis zum Gipfel stellt diese Wanderung eine wunderbare Gipfeloption dar für jene, die es etwas moderater angehen lassen wollen. Nichtsdestotrotz erwartet uns am Gipfel ein grandioses Dolomitenpanorama inklusive dem Blick auf die berühmten 3 Zinnen. Auch bei ordentlich Wind und frostigen Temperaturen gibt es natürlich einen Gipfelschluck. Heute leckeren Wolfburn Whisky aus dem Flachmann und Erzherzog Leopold Gipfelbier zum Wohl. Vom Gipfel geht es zunächst auf gleichem Wege zurück zur Strudelkopfscharte. Dort wählen wir aber einen breiteren Weg, der Richtung Almhütte-Plätzwiese führt, der einiges an tollen Pausenplätzen bietet. Dazu kommt, das Wetter wird besser, der Wind lässt nach, die Sonne kommt raus, einwandfrei. Zur Mittagszeit erreichen wir die Almhütte-Plätzwiese, eine von zahlreichen Einkehroptionen im Hochplateaubereich der Plätzwiese. Da sich das Wetter inzwischen deutlich verbessert hat, entschließen wir uns, nach der Mittagspause doch noch den Gipfel des Dürrensteins anzugehen. Der Weg hinauf zum Dürrensteingipfel ist relativ einfach beschrieben. 800 Höhenmeter geht es stetig bergan. Durch die Lage am Südhang ist der Pfad teilweise in einer kleinen Spur schon etwas freigetaut oder aber der Schnee ist nur wenige Zentimeter tief, sodass das Ganze, auch wenn es stetig, teilweise steil bergan geht, unkompliziert zu gehen ist. Die einzige Besonderheit des Aufstiegs befindet sich nur wenige Meter unterhalb des Gipfels. Eine kleine Felsstufe ist dort entlang einer Seilsicherung zu überwinden, sodass dort Trittsicherheit und Schwindelfreiheit an den Tag zu legen sind. Das Gipfelerlebnis auf dem 2839 Meter hohen Dürrenstein ist geprägt von punktuell aufziehenden Wolken und einem eisigen Wind, der seit der Felsstufe die Szenerie bestimmt. Eine längere Pause und noch ein übriges Gipfelbier verschieben wir daher auf weiter unten, wo etwas weniger Wind herrscht und nach wie vor eine grandiose Szenerie mit perfektem Dolomitenpanorama uns begleitet. Diese Tour wurde übrigens maßgebend inspiriert vom empfehlenswerten Roter Wanderführer Sextner Dolomiten. Sowohl die Strudelköpfe als auch der Dürrenstein sind dort als separate Touren enthalten. Den Link zum Buch findet ihr unten in der Videobeschreibung. Im Rahmen dieses Dolomitenurlaubs hat es übrigens sehr gut geklappt, mit dem ÖPNV zu den meisten Touren anzureisen. Als Ausgangspunkt, sprich als Wahl der Unterkunft, bietet sich dafür Toblach an, wo die meisten Buslinien in den Sextner Dolomiten ihren Startpunkt haben. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Schaut auch gerne in weitere Videos auf meinem Kanal rein, zum Beispiel die Tour auf dem nördlichen Teil des Sendero Bonacosa. Südlich der 3 Zinnen befinden wir uns dort in der grandiosen Welt der Cardini-Gruppe. Etwas Kraxelei ist auch dabei. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Gipfelschluck. Habt Spaß und seid freundlich miteinander.